Hallo zusammen, es ist wieder Pouring-Zeit und heute wird's groß. Ich habe euch vorbereitet eine Leinwand 80 x 60 cm und wir werden uns mit den Elementen beschäftigen. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ich habe wie immer die Leinwand vorbereitet, ich habe die Holzkeile eingefügt, das Masking Tape aufgezogen und die Pushpins eingefügt. Ich möchte heute mit den 4 Elementen auch 4 Ringe machen. Das heißt, ich werde Feuer, Wasser, Erde und Luft auf meinen großen Canvas setzen und dann werde ich wieder einen Swirl versuchen und versuchen, dass die Elemente sich in der Mitte treffen. Das ist der Plan. Die Farben habe ich wie folgt vorbereitet. So ihr Lieben, Water, Wind, Earth and Fire. Das sind die Farben, die ich heute benutzen werde. Die 4 Elemente. Ich führe euch ganz kurz durch die Farben durch. Wasser. Hier habe ich gemischt ein Weiß mit einem Tupfen Naples Yellow und ein klitzeklein wenig Light Blue. Hier haben wir einen Aquamarinton. Den habe ich bekommen aus Weiß, Light Blue und einem Spritzerchen Grün. Dann haben wir ein Light Blue, ein dunkles Blau mit Phthalo Green und hier hinten ein dunkles Blau. Das besteht aus Schwarz, Phthalo Blue und Phthalo Green. Wind. Ja, Windtöne zu gestalten fand ich gar nicht so einfach. Ich habe mal nach Farbpaletten gegoogelt und die zeigten mir Grautöne an. Und deswegen habe ich hier benutzt ein Weiß mit einem Schuss Grau, Grau mit etwas Weiß, Grau mit ein bisschen Blau und Grün, ein Phthalo Blue mit Grau und hier hinten ist Grau, Schwarz und Phthalo Blue gemischt. Die Erde, Earth, Weiß mit etwas Naples Yellow, Weiß mit Naples Yellow und etwas Ocker, Pale Green mit etwas Olive Green, Olive Green und hier hinten Schwarz und Phthalo Green. Welche Farben ich genau gemischt habe, schreibe ich euch diesmal in die Description unten rein. Fire, Lemon Yellow, Orange, Vermilion Red, Crimson Red und ein sehr dunkles Braun. Wir beginnen mit dem Becher für Feuer. Ich habe hier einen 0,5 Liter Becher und die Farben Gelb, Orange, Vermilion Red, Crimson Red und ein dunkles Braun. Ich werde in den 0,5 Liter Becher 2 Schichten füllen. Okay, es werden 3 Schichten. Ich vergesse immer, wie groß so ein 0,5 Liter Becher ist. Feuer. Und weiter geht's mit Wasser. Auch hier ein 0,5 Liter Becher und 3 Schichten. Wasser. Weiter geht's mit der Erde. Ich habe von jeder Farbe ungefähr 70 Gramm Farbe und 70 Gramm Pouring Medium gemischt. Und dann noch etwas von meiner Fluidrol Wassermischung, um die richtige Konsistenz zu erreichen. Erde. Und last but not least, Wind.
Dieser Becher ist geschichtet. Ich beginne mit der Erde. Denk daran, wieder eine Ecke zu formen. Weiter geht es mit dem Element Wind, von dem wir heute sehr viel haben. Es ist extrem windig in Deutschland momentan. Als nächstes Feuer. Und zum Schluss Wasser. Entfernt noch ein paar Luftblasen. Legt euch einen Corner Catcher bereit und los geht's. Das ist schwer. Wie ihr seht, versuche ich als allererstes die Mitte zu schließen. Und als nächstes versuche ich die Ränder oben, sprich diese Ecken hier zu schließen.
hat ein ganz schönes Gewicht, ich kann euch das sagen. Da braucht man ein bisschen Muckis. So, jetzt bin ich wieder an dem Punkt angelangt, ihr Lieben, wo ich mir denke, verdammt, das sieht doch jetzt schon cool aus. Was mache ich? Aber ich habe gesagt, wir machen einen Swirl, also machen wir einen Swirl daraus. Ohne Wenn und Aber. Beim Wasser und der Erde sind die Ränder noch nicht richtig bedeckt, deswegen muss ich das einmal auf die andere Seite bringen und nach unten. Jawohl. Das sieht gut aus. Wunderbar, alle Seiten sind bedeckt. Nochmal ein paar Luftblasen entfernen. So, schauen, dass ich das Feuer noch ein bisschen mehr in die Mitte hole. So, jetzt habe ich auch meinen Schwerpunkt wieder in der Mitte. Jetzt kommen die Muckis wieder zum Einsatz. Seht ihr, der Schwerpunkt ist jetzt oben bei der Luft und wandert hier runter zur Erde. Zum Wasser. Zum Feuer und einmal rundherum. Also meine Sporteinheit habe ich für heute erledigt, das kann ich euch sagen. Aber ihr seht, wo es hinführt. Genau das wollte ich. Zentrieren. Oben drauf schauen. Ja, Hammer, oder? Ich muss noch einmal drehen. Wow, das ist ja richtig cool geworden, ne? Ich werde es jetzt nicht weiter drehen, denn je mehr ich es noch drehe, desto mehr vermischen sich die Farben. Und ich finde es so richtig cool. Das gefällt mir total gut. So ihr Lieben, das war's schon wieder. Wir haben die 4 Elemente genauso auf die Leinwand gebracht, wie ich das gerne wollte. Ich kann mich noch gar nicht entscheiden, was ich cooler finde. Ich glaube, am tollsten finde ich die Feuerfarben plus die Wasserfarben. Die gefallen mir richtig gut zusammen. Aber hier in der Mitte kommen sie zusammen und es hat einen echt super symbolischen Charakter, wie ich finde. Also, keine Angst vor großen Leinwänden. 80 x 60 hat super funktioniert. Ihr braucht nur ein bisschen Muckis. Die habe ich auch nicht, deswegen tut mir jetzt alles weh. So, ihr Lieben, also ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar hinterlasst, was ihr von dem Ergebnis haltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, solltet ihr das noch nicht haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Und ich kann jetzt auch Community-Beiträge schreiben. Das ist das, was ich heute noch erledigen werde. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald!